Willkommen in meinem Atelier. Wie schön, dass du da bist. Dies ist ein Raum, in dem Farben flüstern, Formen kommen und gehen. Ein Raum, in dem nichts festgehalten werden muss. Und genau darin liegt die Magie. Heute lasse ich ein altes Bild los und schenke ihm ein neues Leben. Begleite mich, werde Teil dieser Wandlung. Dies ist ein besonderer Prozess, ein Bild, das sich selbst immer wieder übermalt, verwandelt, loslässt, bis es schließlich in etwas ganz Eigenes hineinfindet. Ich bin das ausführende Gefäß, folge den Impulsen und tauche tief in den kreativen Fluss. Komme mit mir, es geht los. Ich habe begonnen mit einer Linie. Eine Linie ist mehr als ein Strich. Sie ist oft das Erste, was auf einem leeren Blatt entsteht. Sie scheint einfach ein Strich von A nach B, doch in Wirklichkeit trägt sie oft Charakter, Energie und Emotionen in sich. Viele beginnen mit der Vorstellung, dass Linien dazu da sind, etwas zu begrenzen oder eine Form zu definieren. Doch was, wenn die Linie selbst bereits eine Botschaft ist? Ein Künstler, der lange Zeit nur mit Bleistift arbeitete, fühlte sich irgendwann eingeengt, als wäre er in einem Käfig gefangen. Perfektion und Kontrolle nahmen ihm die Freude an der Kunst. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Inspiriert von einem einfachen, stilisierten Kunststil, skizzierte er spontan eine Figur, ein Dreieck, ohne nachzudenken, ohne zu planen, einfach nur aus einem Impuls heraus. Dieses schnelle, intuitive Zeichnen löste mehr Emotionen in ihm aus als seine stundenlangen, mühsam erarbeiteten Werke. Hier liegt eine tiefe Wahrheit. Die Linie ist nicht nur ein Werkzeug. Sie trägt eine Persönlichkeit. Sie kann zögerlich oder mutig sein, fließend oder gebrochen, wild oder ruhig. Und genau darin zeigt sich ihre Magie. Wenn wir aufhören, Linien als bloße Umrisse zu betrachten, beginnen wir zu verstehen, dass sie eine eigene Sprache sprechen. In der intuitiven Malerei lassen wir die Linien frei entstehen, ohne Angst vor Fehlern. Denn echte Lebendigkeit auf dem Papier oder Leinwand entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch Emotion, die sich ohne Zwang ausdrücken darf. Vielleicht ist es genau das, wonach so viele suchen. Nicht die perfekte Technik, sondern den Mut, die eigene innere Welt sichtbar zu machen. Versuche es selbst. Setze eine Linie ohne Plan auf das Papier. Spüre, wie sich dein Stift bewegt. Welche Richtung nimmt die Linie? Ist sie sanft oder wild? Öffne dich für das, was aus deinem Inneren auf das Papier fließt, und lass dich überraschen, welche Geschichte sie erzählt.
Ich drehe mein Bild immer wieder und betrachte das aus verschiedenen Perspektiven. So bewege ich mich intuitiv und folge den Impulsen. Ich verändere auch immer wieder die Formen und die Farben, bis ich das Gefühl habe, das fühlt sich für mich stimmig an, ich mag das. Das ist also mein Antreiber, dieses Gefühl, mag ich das oder mag ich das nicht. Ich denke aber nie sowas wie, ich habe das versaut oder es ist nicht mehr zu retten, sondern ich denke immer, okay, das hast du jetzt versucht, das hat nichts gebracht, das hat nicht funktioniert. Wie wäre es denn damit? Das heißt, dass mein innerer Kritiker gar nicht existiert, sondern da ist eine Stimme in mir, die mir die Richtung vorgibt, mich immer wieder aufmuntert und mir Ideen zuspielt, die ich dann auch ausprobiere. Diese Stelle hier, da sehe ich etwas, was ich nicht genau erkennen kann. Da ist ein Wesen, das ist mir klar, aber was das für ein Wesen ist, kann ich im Moment noch nicht erkennen. Ich vermute, dass das ein Löwenjunge ist und das werde ich jetzt testen, wenn ich das ausgearbeitet habe und mir das anschaue. Dann werde ich wissen, ob das ist, was mir mein Unterbewusstsein schickt. Nein, das war das nicht. Ich habe das wieder entfernt und dann sah ich etwas Neues. Ich sah dort ein Gesicht und es schien so, als ob die Frau dieses Gesicht von sich wegdrückt. Und dann kam noch ein Impuls und ich sah wieder etwas Neues. Ich sah plötzlich, ich sah ein Baby. Ich sah ein menschliches Baby, das die Frau in ihrer ausgestreckten Hand hält.
Und da war noch etwas über dem Kopf, dieses blaue Flecken, den habe ich nicht übermalt und stehen gelassen und habe mich dann auch gefragt, warum ich das stehen gelassen habe. Was ist das, was ich da habe? Und dann sah ich eine Krone. Die Krone schwebte aber über der Frau. Was hat das für eine Bedeutung? Ihr Lieben, so sieht es im Moment aus. Ich bin immer noch nicht fertig und es ist heute schon Samstag. Morgen ist die Premiere. Das heißt, ich mache jetzt an dieser Stelle Cut. Ihr seht bereits alles. Die Geschichte ist da, die Botschaft ist da. Die Transformation habt ihr miterlebt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Gedanken und darauf, welche Gefühle dieses Bild in euch ausgelöst hat. Das wird mich sehr interessieren. Also freue ich mich riesig darauf. Und auf zwei Sachen möchte ich euch noch aufmerksam machen. Zum einen auf mein kreatives Retreat, das im Oktober stattfindet. Ich habe nur noch den letzten Platz frei. Die 2 sind reserviert, alle anderen sind bereits vergeben. Deswegen buche am besten direkt jetzt. Den Link setze ich dir in die Beschreibung dieses Videos. Und zum Zweiten möchte ich dich auf mein Mentoring-Programm aufmerksam machen. Dieses Programm startet im Juli, dauert 8 Wochen. Wir treffen uns jede Woche einmal am Sonntag im Zoom-Raum und werden an unserem innerem Kind arbeiten. Die Beschreibung setze ich dir auch in die Beschreibung des Videos. Wenn du Fragen hast, kannst du dir gerne einen Termin holen in meinem Kalender. Den Link zum Kalender setze ich dir auch in die Beschreibung des Videos. So kann ich alle Fragen beantworten, wenn du noch irgendwelche Unklarheiten hast, und freue mich auf dich. Bis dann, alles Liebe, alles Gute. Teile mein Video weiter, erzähle darüber, lass diesen Kanal wachsen und lass unsere Community wachsen. Wir haben eine wundervolle Community hier. Es lohnt sich, hier hinzukommen und auch zu lesen, was die Menschen schreiben. Ich bin sehr dankbar euch allen.